Bis zu 50 Millionen Menschen reisen jedes Jahr in die Türkei. Es gibt jedoch vereinzelt auch Menschen, welche Angst haben, in der Türkei Urlaub zu machen. Sie würden nie in die Türkei reisen, sagen sie. Man könnte dort willkürlich verhaftet werden, wird ergänzt. In der Türkei könne man seine Meinung nicht frei äußern, und das wäre auch der Grund, warum viele Journalisten und Medienschaffende hinter Gittern sitzen. Es seien auch viele Deutsche in der Türkei inhaftiert, wird gesagt. Und sie haben damit recht, wenn man den Zeitungen glauben soll. In diesem Video möchten wir aufzeigen, wie es dazu kam und was man tun sollte, damit man nicht das Gleiche erlebt. Eins nehmen wir schon einmal vorweg. Die in der Türkei verhafteten Menschen sind nicht aufgrund ihrer politischen Meinung inhaftiert worden. Es gibt aber klare Gründe, welche wir später in diesem Video erklären werden. Zuerst wollen wir die Verhältnisse in der Türkei genauer kennenlernen. Im Gegensatz zu Deutschland ist die Türkei ein Land mit direkter Demokratie. Das bedeutet, die Politik des Landes wird allein durch die Menschen in der Türkei bestimmt. An einem Wahltag hören sich die Türken die Visionen der Kandidaten an und wählen ihren Favoriten zum Staatspräsidenten. Sie betrachten auch die von den Parteien vorgelegten Listen mit Namen und wählen so jene Abgeordnete, welche sie im Parlament als Gesetzgeber sehen wollen. Türken können auch an Abstimmungen teilnehmen, wie das in einer direkten Demokratie üblich ist. Wenn also jemand gegen den türkischen Präsidenten schimpft, dann sieht man das als Angriff gegen das türkische Volk. Denn das Volk sagt, wer die Regierung ist. Nun passierte im Jahr 2016 etwas Außergewöhnliches. Es startete ein Militärputsch, der jedoch beim Versuch blieb. Für Türken ist ein Militärputsch keine demokratische Handlung. Bei diesem Putschversuch setzte sich das türkische Volk gegen die Putschisten durch und konnten diesen verhindern. Militärputschs gab es in der Vergangenheit fast alle 10 Jahre, was Türken nicht mehr erleben möchten. An jenem Abend im Juli 2016 wurden rund 250 Menschen getötet und rund 2200 verletzt. Deshalb fordern Türken bis heute, dass die Putschisten sich vor Gericht verantworten müssen. Noch an jenem Abend konnte man Tausende dieser Putschisten verhaften. Aus den Panzern zog man prominente Persönlichkeiten, welche sonst auf bestimmten TV-Sendern zu sehen waren. Journalisten von Zeitungen der gleichen Organisation kommentierten an diesem Putschabend auffällig gegen die Demokratie. Auch die Mitteilungen auf der WhatsApp-Gruppe der Putschisten hatten ihre Identität als Organisation deutlich verraten. Für das türkische Volk war klar, es gibt keinen Freipass für Journalisten und Medienschaffende, wenn diese kriminell werden. Alle diese Fernsehsender und Zeitungen der Putschisten wurden deshalb geschlossen. In Bezug auf den Putschversuch wurden auch Professoren und hohe Militärs verhaftet. Diese waren verantwortlich für die Rekrutierung von Mitgliedern ihrer Organisation für einen Staat im Staate. Ein Staat im Staate, auch genannt tiefer Staat, ist eine neben der Regierung operierende Macht, welche die Politik des Landes für ihre Interessen beeinflussen kann. Mitglieder der Putschorganisation rekrutierten Studenten mit manipulierten Prüfungen und gefälschten Diplomen. Flugtüchtige Militärpiloten wurden frühzeitig in Pension gesandt, um eigene Mitglieder zu rekrutieren. Erdogan leitete eine Säuberung ein und suspendierte über 125.000 Staatsmitarbeitende von ihrer Arbeit. Darunter Polizisten, Lehrer, Richter und Militärs. Ermittlungen hatten nämlich ergeben, dass zahlreiche Anstellungen beim Staat ohne übliches Studium und Qualifikation erfolgten. Alle suspendierten Mitarbeiter wurden aufgefordert, sich erneut bei ihrer Stelle zu bewerben. Wer im Lebenslauf ein gültiges Diplom vorweisen konnte, wurde sofort wieder angestellt. Das türkische Volk sieht Putschisten als Terroristen und nennt diese kurz FETÖ. In der Türkei gibt es eine weitere Terrororganisation, welche für über 42.000 Morde verantwortlich ist. Seit 2011 hat diese PKK auch Ableger in Syrien, genannt PYD, YPG oder SDF. Die PKK ist in der Türkei, aber auch in den USA und der EU verboten. Aus Sicht der Türken sind die Behörden in europäischen Ländern jedoch untätig und gewähren diesen Terroristen auch noch Asyl, wie man in Schweden, der Schweiz und Deutschland beobachten kann. Die Türkei ist und bleibt restriktive und geht auch heute gegen die Putschisten und Terroristen vor, egal ob sie Journalisten, Professoren oder Bäcker sind. Wer also nichts mit der FETÖ oder PKK und ihrer Ableger zu tun hat und diese auch klar ablehnt, der muss auch nichts befürchten, wenn er in die Türkei einreist. Denn Terrorunterstützung ist in der Türkei verboten und wird bestraft.